Hallo und willkommen. Schön, dass du hier bist. Heute machen wir etwas anders. Ganz ruhig. Ganz langsam. Wir sprechen nicht über Prüfungen, nicht über Noten, nicht über Druck. Wir sprechen über Lernen, über Deutsch lernen, aber auf eine leichte Art. Du musst heute nichts auswendig lernen. Auswendig lernen bedeutet, etwas Wort für Wort im Kopf behalten. Das machen wir heute nicht. Heute hörst du einfach zu. Du hörst Wörter. Du hörst Sätze. Du hörst Deutsch. Und dein Gehirn arbeitet. Im Hintergrund. Hintergrund bedeutet, etwas passiert, auch wenn du nicht bewusst daran denkst. Vielleicht kennst du nicht jedes Wort. Das ist völlig normal. Du musst nicht alles verstehen. Nicht jedes Wort. Nicht jeden Satz. Es reicht, wenn du zuhörst. Manche Wörter kommen wieder. Und wieder. Und noch einmal. Wiederholung. Das bedeutet, etwas mehrmals hören oder sehen. Wiederholung hilft beim Lernen. Wir benutzen heute einfache Wörter. Wörter aus dem Alltag. Wörter, die Menschen oft benutzen. Zum Beispiel Wohnung, Arbeit, Termin, Bahnhof, Freund, Familie, Einkaufen, Essen, Wetter. Diese Wörter begegnen dir oft. Begegnen bedeutet, du siehst oder hörst etwas, immer wieder. Wenn du möchtest, kannst du leise mitsprechen. Mitsprechen bedeutet, die Wörter nachsprechen. Aber du musst es nicht tun. Zuhören reicht auch. Manchmal lernt man schon viel, wenn man einfach nur hört. Die Sprache wird vertrauter. Vertraut bedeutet, etwas fühlt sich bekannt und sicher an. Vielleicht wirst du müde. Vielleicht wandern deine Gedanken weg. Das ist in Ordnung. Gedankenwandern bedeutet, du denkst plötzlich an andere Dinge. Das passiert jedem Menschen. Du musst nicht kämpfen. Du kannst einfach weiter zuhören. Deutsch lernen muss nicht immer schwer sein. Schwer bedeutet, etwas kostet viel Kraft. Manchmal darf Lernen ruhig sein, langsam sein, freundlich sein, wie ein Spaziergang. Spaziergang. Das bedeutet, langsam gehen und die Umgebung genießen. Also atme ruhig ein und aus. Mach es dir bequem. Bequem bedeutet angenehm und entspannt. Lass die Wörter kommen. Lass die Sprache fließen. Wort für Wort. Satz für Satz. Schritt für Schritt. Und wir beginnen ganz langsam zusammen. Deutschland. Ein Land mit vielen Städten, vielen Regeln, vielen Bahnhöfen, vielen Briefen, vielen Terminen und vielen Möglichkeiten. Möglichkeiten.
Das sind Chancen. Dinge, die passieren können. Gute Dinge. Neue Dinge. Aber Möglichkeiten kommen oft nicht allein. Sie kommen mit Fragen, mit Unsicherheit, mit kleinen Sorgen, mit großen Gedanken, mit Momenten, in denen du denkst, warum ist das so schwer? Vielleicht kommst du mit einem Koffer. Koffer. Das ist die Tasche für eine Reise. Ein großer Koffer. Ein kleiner Koffer. In deinem Koffer sind Kleidung, Papiere, vielleicht Fotos, vielleicht Gewürze, vielleicht Geschenke von deiner Familie. Aber in deinem Kopf ist noch viel mehr. Hoffnung, Angst, Träume, Fragen, Erinnerung. Erinnerung bedeutet etwas aus der Vergangenheit, das in deinem Herzen bleibt. Gotta. Du kommst nicht leer. Du bringst dein Leben mit. Am ersten Tag sieht alles neu aus. Die Straßen sind neu. Die Häuser sind neu. Die Geräusche sind neu. Die Luft ist vielleicht kalt oder feucht oder sehr still. Du hörst Menschen sprechen. Deutsch. Schnell. Zu schnell. Wörter kommen und gehen. Bahnhof. Ausgang. Gleis. Entschuldigung. Fahrkarte. Anmeldung. Termin. Bitte warten. Du hörst die Wörter, aber sie bleiben noch nicht alle in deinem Kopf. Das ist normal. Normal. Das passiert vielen Menschen. Du gehst vielleicht zu deiner ersten Unterkunft. Unterkunft. Das ist der Ort, wo du zuerst wohnst. Vielleicht ein Zimmer. Vielleicht eine kleine Wohnung. Vielleicht ein Hostel. Vielleicht bei Freunden. Vielleicht bei Verwandten. Verwandte. Das sind Menschen aus deiner Familie. Du stellst den Koffer ab. Abstellen. Das bedeutet etwas auf den Boden stellen. Du sitzt auf dem Bett. Du atmest aus. Du bist angekommen. Angekommen. Dasein. Endlich Dasein. Aber ankommen im Land bedeutet noch nicht ankommen im Leben. Das Leben braucht mehr Zeit. Zeit. Ein wichtiges Wort. Zeit heilt nicht alles sofort, aber Zeit hilft. Mit Zeit lernst du Straßen. Mit Zeit lernst du Wörter. Mit Zeit lernst du Gesichter. Mit Zeit lernst du Wege. Weg. Das ist eine Straße, aber auch eine Richtung im Leben. Dein Weg in Deutschland beginnt langsam. Nicht perfekt. Nicht ohne Fehler, aber echt. Ein erstes Problem ist oft die Orientierung. Orientierung. Das bedeutet, wissen, wo man ist und wohin man gehen muss.
Am Anfang sehen viele Straßen gleich aus. Du gehst aus dem Haus. Links, rechts, welche Haltestelle, welche Bahn, welche Richtung. Das ist die Seite, in die du gehst. Richtung Zentrum, Richtung Hauptbahnhof, Richtung Universität, Richtung Arbeit. Du öffnest eine App. Ein Programm auf dem Handy. Die App zeigt dir einen Weg. Aber die App spricht anders als das echte Leben. Sie sagt, gehe 300 Meter. Nimm Linie 5. Steige an der 3. Station aus. Aber draußen ist es laut. Ein Bus kommt. Eine Bahn fährt weg. Menschen laufen schnell. Du bist unsicher. Unsicher bedeutet nicht sicher. Du weißt nicht genau, was richtig ist. Eine ruhige Lösung ist, früher losgehen. Früher. Nicht knapp. Nicht in letzter Minute. Wenn dein Termin um 9 Uhr ist, geh nicht so spät los, dass alles perfekt funktionieren muss. Perfekt funktioniert selten. Geh früher. Dann hast du Luft. Luft bedeutet hier nicht nur Air. Luft bedeutet auch Extrazeit. Zeit zum Suchen. Zeit zum Fragen. Zeit zum Atmen. Lerne auch kleine Wegsätze. Sehr einfache Sätze. Entschuldigung, wo ist der Ausgang? Ausgang. Der Weg nach draußen. Fährt diese Bahn zum Hauptbahnhof? Hauptbahnhof. Der große Bahnhof einer Stadt. Muss ich hier umsteigen? Umsteigen. Aus einer Bahn aussteigen und in eine andere Bahn einsteigen. Ist das die richtige Richtung? Richtige Richtung. Der passende Weg. Diese Sätze sind klein, aber sie helfen groß. Groß helfen. Ein kleiner Satz kann einen ganzen Tag retten. Retten bedeutet vor einem Problem schützen. Wenn du fragst, bist du nicht schwach. Du bist praktisch. Praktisch bedeutet, du machst, was hilft. Ein anderes Problem ist der Briefkasten. Briefkasten. Der kleine Kasten, in dem Briefe liegen. In Deutschland ist der Briefkasten wichtig. Sehr wichtig. Viele wichtige Nachrichten kommen nicht per Telefon. Nicht per WhatsApp. Nicht mündlich. Sie kommen als Brief. Ein Brief von der Stadt. Ein Brief von der Bank. Ein Brief von der Versicherung. Ein Brief vom Vermieter. Ein Brief vom Amt. Amt. Eine offizielle Stelle. Du öffnest den Briefkasten. Da liegt ein Umschlag. Umschlag. Das Papier außen um den Brief. Du nimmst ihn hoch. Du siehst deinen Namen. Dein Name steht richtig da. Oder fast richtig. Manchmal mit einem kleinen Fehler. Du öffnest den Brief. Innen sind lange Sätze. Sehr lange Sätze. Wörter wie Nachreichung, Frist, Bescheid, Unterlagen.
Zahlungsaufforderung. Aktenzeichen. Aktenzeichen. Eine Nummer für deinen Fall. Fall bedeutet hier deine Sache, deine Angelegenheit, deine Sache. Dein Herz wird schneller. Du denkst, ist das schlimm? Habe ich etwas verpasst? Muss ich sofort etwas tun? Viele Menschen haben Angst vor Briefen. Nicht, weil sie dumm sind. Nein, weil Briefe oft kalt klingen. Kalt, ohne Gefühl, offiziell, formell, schwer. Eine Lösung. Mache Briefe kleiner. Nicht körperlich kleiner, im Kopf kleiner. Nimm einen Stift. Markiere nur 3 Dinge. Erstens, wer schreibt? Zweitens, was wollen Sie? Drittens, bis wann? Wer? Was? Bis wann? Das ist genug für den Anfang. Nicht jedes Wort, nicht jede Zeile. Erst die 3 Fragen. Wer? Was? Bis wann? Wenn du es nicht verstehst, mache ein Foto. Frage jemanden. Sag, kannst du mir bitte sagen, was ich tun muss? Nicht, kannst du alles übersetzen? Das ist manchmal zu viel. Besser, was muss ich tun? Diese Frage ist klar. Klar. Einfach. Direkt. So bekommst du schneller Hilfe. Ein weiteres Problem ist das Telefonieren. Telefonieren. Mit jemandem am Telefon sprechen. Für viele Deutschlernende ist Telefonieren schwerer als ein Gespräch im echten Leben. Warum? Weil du das Gesicht nicht siehst. Du siehst keine Hände, keine Gestik. Gestik. Bewegungen mit den Händen. Du hörst nur die Stimme. Die Stimme ist vielleicht schnell. Die Verbindung ist vielleicht schlecht. Verbindung. Das technische Signal, aber auch der Kontakt. Du rufst eine Praxis an. Praxis. Der Ort, wo ein Arzt arbeitet. Eine Stimme sagt, Praxis Müller, guten Tag. Du willst einen Termin. Termin. Eine feste Zeit. Aber plötzlich vergisst du Wörter. Du sagst, hallo, ich brauche, dein Kopf wird leer. Leer. Keine Wörter. Du fühlst dich klein. Eine Lösung ist ein Telefonskript. Skript. Ein kleiner Text. Schreibe vor dem Anruf 3 Sätze auf. Guten Tag, mein Name ist Komm. Ich möchte einen Termin vereinbaren. Aber vereinbaren bedeutet zusammen eine Zeit festlegen. Ich habe Beschwerden. Beschwerden. Probleme im Körper. Schmerzen, Husten, Fieber. Dann schreibe deine Daten auf. Name. Geburtsdatum. Telefonnummer. Krankenkasse. So musst du nicht alles im Kopf behalten. Wenn du etwas nicht verstehst, sag ruhig, Entschuldigung, ich lerne Deutsch. Können Sie das bitte wiederholen? Wiederholen. Noch einmal sagen. Oder können Sie mir den Termin bitte per E-Mail schicken? Das ist sehr hilfreich. Per E-Mail. Schriftlich. Dann kannst du später lesen. Langsam lesen. Mehrmals lesen. Ein anderes großes Thema ist die Anmeldung.
Anmeldung. In Deutschland musst du oft deinen Wohnsitz anmelden. Wohnsitz. Der Ort, wo du wohnst. Du brauchst einen Termin. Du brauchst Papiere. Pass. Mietvertrag. Wohnungsgeberbestätigung. Wohnungsgeberbestätigung. Ein langes Wort. Wohnungsgeber. Die Person, die dir die Wohnung gibt. Bestätigung. Ein Papier, das etwas bestätigt. Zusammen. Ein Papier, das bestätigt, dass du dort wohnst. Das Wort ist lang, aber das Prinzip ist einfach. Du wohnst hier. Jemand bestätigt es. Das Amt trägt deine Adresse ein. Adresse. Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt. Ohne Anmeldung sind viele Dinge schwer. Bankkonto. Krankenkasse. Vertrag. Arbeit. Deshalb ist Anmeldung wichtig. Eine Lösung ist eine Checkliste. Checkliste. Eine Liste zum Abhaken. Was brauche ich? Pass. Formular. Mietvertrag. Wohnungsgeberbestätigung. Terminbestätigung. Vielleicht Foto. Vielleicht Geld. Schreibe alles auf. Packe alles am Abend vorher in eine Mappe. Mappe. Ein Ordner für Papiere. Nicht am Morgen suchen. Am Morgen ist man nervös. Am Abend vorbereiten. Vorbereitung macht den Morgen leichter. Leichter. Ein schönes Wort. Nicht mehr so schwer. Das Ziel ist nicht, dass alles einfach wird. Das Ziel ist, dass es leichter wird. Ein bisschen leichter. Jeder kleine Schritt zählt. Dann kommt das Thema Bank. Bankkonto. Konto. Ein Platz für dein Geld bei der Bank. In Deutschland braucht man oft ein Konto. Für Lohn. Für Miete. Für Rechnungen. Rechnung. Ein Papier oder eine Nachricht, die sagt, was du zahlen musst. Ein Konto eröffnen kann einfach sein oder schwer. Du brauchst manchmal einen Pass, eine Adresse, eine Steuer-ID. Steuer-ID. Eine Nummer für Steuern. Steuer. Geld für den Staat. Du sitzt in der Bank. Die Person spricht über Girokonto, Karte, PIN, Gebühren, Online-Banking. Viele Wörter. Girokonto. Das normale Konto. Karte. Die Bankkarte. PIN. Die geheime Nummer. Gebühren. Kosten. Online-Banking. Geld online verwalten. Dein Kopf arbeitet. Du lächelst. Aber du verstehst nicht alles. Eine Lösung. Frage nach einfachen Worten. Was kostet das Konto im Monat? Kann ich mit Karte bezahlen? Kann ich online überweisen? Überweisen bedeutet, Geld von deinem Konto auf ein anderes Konto schicken. Was Konto? Wie kann ich kündigen? Kündigen bedeutet, einen Vertrag beenden. Diese Fragen sind wichtig. Kurz, direkt, praktisch. Auch Geld im Alltag ist eine Herausforderung. Geld
verschwindet schnell. Verschwinden bedeutet weggehen, nicht mehr da sein. Ein bisschen Miete, ein bisschen Internet, ein bisschen Essen, ein bisschen Bahn, ein bisschen Handy, ein bisschen Kleidung. Und plötzlich ist das Konto fast leer. Leer. Kein Geld. Das macht Angst. Eine ruhige Lösung ist der Wochenumschlag. Umschlag bedeutet hier ein kleiner Geldplan. Teile dein Geld für Essen und Alltag in Wochen. Woche 1, Woche 2, Woche 3, Woche 4. Du kannst Bargeld nehmen oder eine Notiz im Handy machen. Zum Beispiel, diese Woche 70 € für Essen und kleine Dinge. Dann siehst du jeden Tag, wie viel bleibt. Bleiben, nicht ausgeben, noch da sein. Essen ist ein großes Thema. Essen bedeutet nicht nur satt werden. Satt, nicht hungrig. Essen bedeutet auch Heimat, Geruch, Familie, Erinnerung. In Deutschland stehst du im Supermarkt und suchst etwas Bekanntes. Bekannt. Du kennst es. Vielleicht findest du es nicht. Oder es heißt anders. Oder es ist teuer. Oder es schmeckt nicht gleich. Du suchst Gewürze. Du suchst Reis. Du suchst bestimmte Nudeln. Du suchst Gemüse aus deiner Heimat. Manchmal findest du es in einem asiatischen Laden, türkischen Laden, arabischen Laden, afrikanischen Laden, internationalen Laden. International. Viele Länder. Aber manchmal hast du wenig Geld. Wenig Geld und Hunger sind eine schwere Kombination. Kombination. Zwei Dinge zusammen. Hunger macht müde. Hunger macht traurig. Hunger macht gereizt. Gereizt bedeutet, man wird schneller wütend oder nervös. Wenn der Körper nicht genug Essen bekommt, wird alles schwerer. Deutsch lernen wird schwerer. Arbeiten wird schwerer. Schlafen wird schwerer. Freundlich bleiben wird schwerer. Eine Lösung ist, Essen einfach zu planen. Nicht perfekt. Einfach. Ein Grundplan. Frühstück, Haferflocken, Brot, Ei, Banane. Mittag, Reis oder Kartoffeln mit Gemüse. Abend, Suppe, Nudeln, Brot, Reste. Reste. Essen, das übrig bleibt. Übrig bleiben bedeutet, noch da sein nach dem Essen. Reste sind nicht schlecht. Reste sind praktisch. Aus Resten kann man eine neue Mahlzeit machen. Mahlzeit. Ein Essen am Tag. Frühstück. Mittagessen. Abendessen. Lerne günstige Basislebensmittel. Basis bedeutet Grund. Kartoffeln. Reis. Nudeln. Haferflocken. Linsen. Bohnen. Eier. Tiefkühlgemüse. Tiefkühlgemüse. Gemüse aus dem Gefrierfach. Oft günstig. Haltbar. Haltbar bedeutet, bleibt lange gut. Konserven.
Konserve. Essen in einer Dose. Tomaten in der Dose. Bohnen in der Dose. Mais in der Dose. Nicht immer perfekt, aber hilfreich. Wenn du wirklich nicht genug Essen hast, suche Unterstützung. Unterstützung. Hilfe. Es gibt Orte, die Lebensmittel günstiger oder kostenlos weitergeben. Kostenlos bedeutet ohne Geld. Manchmal brauchst du einen Nachweis. Nachweis. Ein Papier, das zeigt, dass du wenig Geld hast. Frage bei einer Beratungsstelle. Sage klar, ich brauche Hilfe mit Lebensmitteln. Lebensmittel. Essen und Trinken. Dieser Satz kann schwer sein, aber er ist ehrlich. Ehrlich. Und Ehrlichkeit kann Türen öffnen. Scham ist ein schweres Gefühl. Scham sagt, ich sollte das allein schaffen. Scham sagt, andere dürfen es nicht wissen. Aber Hunger ist kein persönliches Versagen. Versagen bedeutet Failure. Hunger kann viele Gründe haben. Start in einem neuen Land. Noch kein Job. Warten auf Lohn. Hohe Kaution. Krankheit. Dokumente. Familie unterstützen. Viele Gründe. Hilfe annehmen ist erlaubt. Erlaubt. Du darfst es tun. Dann gibt es die Wohnungssuche. Wohnung suchen fühlt sich manchmal wie ein Spiel an, aber ein sehr hartes Spiel. Du schreibst Nachrichten. Keine Antwort. Du gehst zur Besichtigung. Besichtigung bedeutet eine Wohnung anschauen. Viele Menschen stehen da. Alle wollen die gleiche Wohnung. Du lächelst. Du gibst Unterlagen. Du wartest. Wieder keine Antwort. Das tut weh. Besonders, wenn du dringend eine Wohnung brauchst. Dringend. Schnell, notwendig. Eine andere Lösung als nur viele Bewerbungen ist: erzähle vielen Menschen, dass du suchst. Nicht nur online, auch im echten Leben. Kollegen, Sprachkurs, Nachbarn, Verein. Community. Community bedeutet Gruppe von Menschen. Manchmal kommt eine Wohnung nicht durch eine Anzeige. Manchmal kommt sie durch einen Kontakt. Kontakt. Verbindung zu Menschen. Bereite auch eine kurze Wohnvorstellung vor. Nicht lang. Kurz und freundlich. Ich suche ein ruhiges Zimmer ab Juli. Ich arbeite und zahle zuverlässig. Ich habe alle Unterlagen bereit. Bereit. Fertig. So können andere Menschen deine Informationen leicht weitergeben. Leicht weitergeben. Einfach teilen. Ein weiteres Problem ist die Arbeitssprache. Arbeitssprache. Deutsch bei der Arbeit. Du kannst vielleicht im Alltag schon sprechen. Im Supermarkt. Im Bus. Im Café. Aber bei der Arbeit ist Deutsch anders. Kolleginnen und Kollegen benutzen Abkürzungen. Abkürzung. Kurzes Wort für ein langes Wort.
Sie machen Witze. Sie sprechen im Dialekt. Dialekt. Eine regionale Art zu sprechen. Bayern klingt anders als Hamburg. Sachsen klingt anders als Köln. Plötzlich verstehst du weniger. Das ist nicht deine Schuld. Schuld bedeutet Fault. Es ist normal. Eine Lösung ist ein kleines Arbeitswörterbuch. Wörterbuch. Liste mit Wörtern. Schreibe Wörter aus deiner Arbeit auf. Nicht alle Wörter der Welt. Nur deine Wörter. Schicht. Pause. Dienstplan. Kunde. Lieferung. Rechnung. Besprechung. Aufgabe. Frist. Werkzeug. Datei. Ordner. Bewerbung. Vertrag. Chef. Team. Schreibe auch Beispielsätze. Ich habe heute Frühschicht. Frühschicht. Arbeit am Morgen. Der Dienstplan hängt an der Wand. Dienstplan. Plan für Arbeitszeiten. Ich erledige die Aufgabe bis Freitag. Erledigen. Fertig machen. Wenn du einen Fehler auf der Arbeit machst, sag ruhig Danke für den Hinweis. Hinweis. Information, die hilft. Oder ich mache es nächstes Mal so. Nächstes Mal. Beim nächsten Versuch. Du musst dich nicht 100-mal entschuldigen. Einmal, klar. Dann verbessern. Verbessern bedeutet besser machen. Manchmal fühlen sich Ausländer auf der Arbeit unsichtbar. Unsichtbar bedeutet, niemand sieht dich richtig. Du arbeitest viel. Du gibst dir Mühe. Mühe. Anstrengung. Aber niemand merkt es. Oder du bekommst nur einfache Aufgaben, obwohl du mehr kannst. Das ist frustrierend. Eine Lösung ist, kleine Erfolge sichtbar zu machen. Sichtbar. Man kann es sehen. Sag im Teammeeting kurz, was du gemacht hast. Schreibe eine klare E-Mail. Frage nach mehr Verantwortung. Verantwortung. Eine Aufgabe, für die du zuständig bist. Ich würde gern mehr Verantwortung übernehmen. Übernehmen. Annehmen und machen. Dann kommt der Alltag mit Regeln, die niemand erklärt. Niemand setzt sich hin und sagt, Willkommen, hier sind alle unsichtbaren Regeln. Unsichtbare Regeln. Regeln, die nicht immer auf Papier stehen. Zum Beispiel, in der Schlange wartet man. Schlange. Reihe von Menschen. Man drängelt nicht. Drängeln. Nach vorne gehen, obwohl man nicht dran ist. Man sagt oft Bitte und Danke. Man trennt Müll. Man ist bei Terminen pünktlich. Man ruft vorher an, wenn man nicht kommen kann. Man liest Schilder. Schilder. Kleine Texte im Alltag. Eingang. Ausgang. Privat. Bitte klingeln. Kein Zutritt. Zutritt. Erlaubnis hineinzugehen. Eine Lösung ist, werde ein Sammler von Alltagssignalen. Sammler. Jemand, der Dinge sammelt. Sammle Wörter auf Schildern. Sammle Sätze, die Menschen oft sagen. Sammle kleine Regeln. Nicht mit Angst,
mit Neugier. Neugier bedeutet, du willst lernen. Du beobachtest. Du fragst. Du passt dich langsam an. Anpassen bedeutet, sich einstellen auf eine Situation. Nicht verlieren, wer du bist. Nur lernen, wie das neue Umfeld funktioniert. Umfeld. Die Umgebung. Ein schweres Thema ist das Gefühl, wieder klein zu sein. In deinem Heimatland konntest du vielleicht alles schnell erklären. Du warst lustig. Du warst klug. Du warst stark. Du konntest diskutieren. Diskutieren. Über ein Thema sprechen und Meinungen austauschen. In Deutschland willst du etwas sagen, aber deine Sätze sind klein. Du willst einen Witz machen, aber die Wörter fehlen. Du willst zeigen, wer du bist, aber die Sprache ist wie eine Wand. Wand. Etwas steht zwischen dir und anderen. Das kann traurig machen. Sehr traurig. Du bist nicht weniger interessant. Du bist nicht weniger intelligent. Du bist nicht weniger wert. Wert bedeutet Value. Dein Wert wird nicht kleiner, nur weil dein Deutsch noch wächst. Dein Deutsch ist eine Pflanze. Pflanze. Etwas Lebendiges, das wächst. Am Anfang klein. Dann stärker. Sie braucht Wasser, Licht, Zeit, Wiederholung. Deine Sprache wächst. Eine Lösung ist, dir selbst mehr Geduld zu geben. Geduld. Nicht hart mit dir sprechen. Sag nicht, ich bin schlecht. Sag, ich lerne. Sag nicht, ich kann nichts. Sag, ich kann noch nicht alles. Noch nicht. Das ist ein starkes Wort. Noch nicht bedeutet jetzt nicht, aber später vielleicht. Ich spreche noch nicht flüssig. Flüssig. Ohne lange Pausen. Ich verstehe noch nicht jeden Brief. Ich kenne noch nicht viele Menschen. Noch nicht. Noch nicht ist Hoffnung. Auch Freundschaft braucht Zeit. Viele Menschen wünschen sich schnell Freunde. Echte Freunde. Menschen, mit denen man lacht, isst, redet, schweigt. Schweigen. Nicht sprechen, aber zusammen sein. In einem neuen Land dauert das oft länger. Nicht, weil du falsch bist, sondern weil Menschen Routinen haben. Arbeit, Familie, alte Freunde, Termine, Kalender. Du kommst neu dazu. Neu dazukommen braucht Zeit. Eine Lösung ist, wiederkehrende Orte zu suchen. Wiederkehrend bedeutet immer wieder. Ein Sprachkurs jede Woche. Ein Sportkurs jeden Dienstag. Ein Café, in dem du oft bist. What? Eine Bibliothek. Ein Verein. Eine religiöse Gemeinde, wenn das zu dir passt. Ein Ehrenamt. Wenn Menschen dich nur einmal sehen, entsteht selten Nähe. Nähe. Gefühl von Verbindung. Wenn sie dich oft sehen, wirst du vertrauter. Vertraut. Bekannt. Sicher. Aus Hallo wird ein Gespräch.
Aus Gespräch wird vielleicht Kontakt. Aus Kontakt wird vielleicht Freundschaft. Manchmal kommt auch der Vergleich. Vergleich. Du vergleichst dich mit anderen. Andere sprechen besser Deutsch. Andere haben schon Arbeit. Andere haben eine schöne Wohnung. Andere lachen mit Freunden. Du denkst, warum bin ich so langsam? Vergleich macht oft traurig, weil du nur das Außen von anderen siehst. Außen, was sichtbar ist. Du siehst nicht ihre Angst, nicht ihre Briefe, nicht ihre schlaflosen Nächte. Schlaflos, ohne Schlaf. Jeder Weg ist anders. Eine Lösung ist, deinen eigenen Fortschritt zu messen. Fortschritt, Progress. Vergleiche dich mit dir selbst vor 3 Monaten. Vor 3 Monaten hast du vielleicht keinen Anruf gemacht. Jetzt kannst du einen Termin machen. Vor 3 Monaten hast du keinen Brief geöffnet. Jetzt markierst du Fristen. Vor 3 Monaten hast du im Supermarkt nur gezeigt. Jetzt sagst du ganze Sätze. Das ist Fortschritt. Echt. Wichtig. Wertvoll. Dann gibt es Momente mit Diskriminierung oder Ablehnung. Ablehnung, wenn jemand dich nicht annimmt. Manchmal wegen Sprache, manchmal wegen Name, manchmal wegen Aussehen, manchmal wegen Herkunft. Herkunft, woher du kommst. Es kann ein Satz sein, ein Blick, eine dumme Frage, ein Lachen, ein Kommentar. Kommentar, eine Bemerkung. So etwas kann lange im Kopf bleiben. Es kann das Herz schwer machen. Eine Lösung ist, nicht alles allein zu tragen. Tragen bedeutet etwas halten, körperlich oder emotional. Sprich mit jemandem, dem du vertraust. Vertraust. Du glaubst dieser Person. Sag, was passiert ist. Schreibe es auf. Wenn es ernst ist, suche Beratung. Beratung. Menschen, die zuhören und wissen, was man tun kann. Du darfst Grenzen haben. Grenze. Eine Linie. Bis hier und nicht weiter. Du darfst sagen, bitte sprechen Sie respektvoll mit mir. Respektvoll. Mit Achtung. Aber vergiss nicht, es gibt auch gute Begegnungen. Begegnung, wenn du jemanden triffst. Die alte Frau, die dir den Weg zeigt. Der Kollege, der langsam erklärt. Die Nachbarin, die dein Paket annimmt. Der Busfahrer, der wartet. Die Lehrerin, die dich ermutigt. Ermutigen. Mut geben. Sammle auch diese guten Momente.
Sie sind wie kleine Steine in deiner Tasche. Kleine Beweise, dass Freundlichkeit existiert. Existieren bedeutet Dasein. Ein anderes Thema ist Müdigkeit. Nicht normale Müdigkeit nach einem langen Tag, sondern Integrationsmüdigkeit. Ein langes Wort. Integrationsmüdigkeit bedeutet, du bist müde davon, immer neu lernen zu müssen. Neue Wörter, neue Regeln, neue Formulare, neue Menschen, neue Wege, neue Erklärungen. Immer aufmerksam sein, immer übersetzen, immer lächeln, immer funktionieren. Funktionieren bedeutet weitermachen, auch wenn man müde ist. Eine Lösung ist, Tage ohne Leistung zu erlauben. Leistung, Performance, etwas schaffen. Nicht jeder Tag muss produktiv sein. Produktiv, viel erledigen. Manchmal ist der Erfolg des Tages nur, ich habe gegessen. Ich habe geduscht. Ich habe geschlafen. Ich habe einen Brief geöffnet. Das reicht manchmal. Reichen. Genug sein. Ein Mensch ist keine Maschine. Maschine. Ein Gerät, das arbeitet. Du bist ein Mensch. Du brauchst Ruhe. Richte dir eine kleine Ruheecke ein. Ecke. Corner. Vielleicht ein Stuhl am Fenster. Eine Decke. Ein Tee. Eine Kerze, wenn erlaubt. Musik. Ein Buch. Ein Foto. Ein Gebet. Eine Meditation. Meditation. Ruhiges Sitzen und Atmen. Etwas, das dich zurück zu dir bringt. Zurück zu dir. Nicht nur im Außenleben, auch innen ankommen. Auch der Winter kann schwer sein. Winter in Deutschland kann grau sein. Grau. Nicht schwarz, nicht weiß, sondern dazwischen. Viele Tage ohne Sonne. Der Himmel hängt tief. Es regnet. Es ist früh dunkel. Dunkel. Wenig Licht. Du gehst zur Arbeit im Dunkeln. Du kommst zurück im Dunkeln. Das kann auf die Stimmung drücken. Stimmung. Wie du dich fühlst. Gute Stimmung. Schlechte Stimmung. Eine Lösung ist Lichtplanen. Klingt einfach, aber hilft. Geh in der Mittagspause kurz raus. Auch wenn es kalt ist. Kalt. Zieh dich warm an. Warm anziehen. Jacke. Schal. Mütze. Geh 10 Minuten. Schau in den Himmel. Beweg dich. Bewegung hilft dem Körper. Der Körper hilft dem Kopf. Wenn der Körper ein bisschen Energie bekommt, wird der Kopf oft ruhiger. Im Sommer gibt es andere Probleme. Es ist lange hell. Menschen sind draußen. Parks sind voll. Das ist schön. Aber vielleicht fühlst du dich trotzdem fremd. Fremd. Nicht zugehörig. Zugehörig bedeutet Teil
von etwas. Du siehst Gruppen lachen, Familien grillen, Freunde am See. Du bist allein. Auch in einem vollen Park kann man allein sein. Das ist ein starkes Gefühl. Eine Lösung ist, allein etwas Schönes zu machen, ohne dich dafür zu verurteilen. Verurteilen. Hart über dich selbst denken. Geh allein spazieren. Kauf dir ein Eis. Setz dich an den Fluss. Lies ein Buch. Mach Fotos. Alleinsein ist nicht immer Einsamkeit. Manchmal ist allein sein Ruhe. Der Unterschied ist das Gefühl. Wenn es weh tut, suche Kontakt. Wenn es ruhig ist, genieße es. Dann gibt es das Thema Identität. Identität. Wer bin ich? In Deutschland fragen Menschen oft, woher kommst du? Was machst du hier? Wie lange bleibst du? Solche Fragen können normal sein. Aber manchmal fühlen sie sich schwer an. Du bist nicht nur ein Land. Du bist nicht nur ein Pass. Reisedokument. Du bist nicht nur Ausländer. Ausländer. Eine Person aus einem anderen Land. Du bist ein Mensch mit Geschichte. Geschichte. Vergangenheit, Erfahrungen, Leben. Eine Lösung ist, deine eigene Antwort zu finden. Eine Antwort, die sich gut anfühlt. Zum Beispiel, ich komme ursprünglich aus und lebe jetzt in Deutschland. Ursprünglich. Am Anfang, von der Herkunft her. Oder ich bin neu hier und lerne noch. Oder ich arbeite hier und baue mir gerade ein neues Leben auf. Aufbauen. Stück für Stück machen. Du entscheidest, wie viel du erzählen willst. Entscheiden. Wählen. Wenn du Familie hast, kommen noch andere Aufgaben. Kinder brauchen Kita, Schule, Arzt, Kleidung, Freunde. Kita-Platz suchen kann schwer sein. Kita-Platz. Ein Platz in der Kindertagesstätte. Es gibt Wartelisten. Warteliste. Eine Liste von Menschen, die warten. Eltern bekommen Briefe von der Schule. Klassenfahrt. Elternabend. Hausaufgabenheft. Krankmeldung. Krankmeldung bedeutet, sagen, dass das Kind krank ist. Viele Wörter. Viele Regeln. Eine Lösung ist, Kontaktpersonen zu finden. Eine Person in der Schule. Eine Erzieherin in der Kita. Ein anderer Elternteil. Ein Sozialarbeiter. Sage offen, ich verstehe noch nicht alles. Können Sie mir bitte sagen, was wichtig ist? Wichtig. Nicht alles. Wichtig. Das hilft. Viele Menschen helfen eher, wenn die Frage klar ist. Klar fragen. Klare Hilfe bekommen. Wenn du studierst, ist der Druck anders. Druck. Pressure. Du musst lernen, arbeiten, vielleicht Geld verdienen, vielleicht Visum verlängern. Verlängern bedeutet länger machen.
Du musst Prüfungen bestehen. Bestehen. Erfolg in einer Prüfung haben. Du liest Texte. Lange Texte. Akademische Sprache. Akademisch. Sprache von Universität und Forschung. Dein Kopf wird müde. Du denkst, alle anderen verstehen es schneller. Vielleicht stimmt das nicht. Vielleicht kämpfen sie auch. Eine Lösung ist Lernpartnerschaft. Lernpartnerschaft. 2 Menschen lernen zusammen. Einmal pro Woche treffen. Wörter erklären. Texte zusammenlesen. Fragen sammeln. Du musst nicht allein gegen die Universität kämpfen. Gegen bedeutet against. Lernen zusammen ist leichter. Nicht immer einfach, aber leichter. Wenn du eine Ausbildung machst, ist der Alltag körperlich und sprachlich anstrengend. Betrieb, Berufsschule, Berichtsheft, Prüfung, Kunden, Kollegen. Berichtsheft. Ein Heft, in dem Auszubildende schreiben, was sie gelernt haben. Auszubildende. Menschen in Ausbildung. Du musst pünktlich sein. Du musst verstehen. Du musst fragen. Du musst Fehler verbessern. Das braucht Kraft. Kraft. Energie. Eine Lösung ist, regelmäßig Rückmeldung zu fragen. Rückmeldung. Feedback. Was mache ich schon gut? Was soll ich verbessern? Können Sie mir ein Beispiel zeigen? Beispiel. Eine konkrete Sache. Menschen können besser helfen, wenn du konkrete Fragen stellst. Nicht, ich verstehe nichts. Besser, wie soll ich dieses Formular ausfüllen? Oder was bedeutet dieses Wort im Betrieb? Konkret ist stärker. Ein weiteres Problem ist digitale Welt. Digital. Online. Viele Dinge laufen in Deutschland digital und gleichzeitig nicht digital. Und das klingt komisch. Komisch bedeutet strange. Manche Termine sind online. Manche Formulare muss man ausdrucken. Drucken. Auf Papier machen. Manche Briefe kommen per Post. Manche Informationen stehen auf Webseiten. Webseiten sind lang. Links führen zu anderen Links. Link. Verbindung zu einer Internetseite. Du klickst und findest trotzdem nicht, was du brauchst. Eine Lösung ist digitale Ordnung. Speichere wichtige Dateien. Datei. File. Mache Ordner auf dem Handy oder Computer. Pass. Visum. Anmeldung. Mietvertrag. Krankenkasse. Arbeit. Schule. Scanne Dokumente. Scan. Ein digitales Bild von einem Papier. Benenne Dateien klar. Nicht IMG 2938. Besser Anmeldung 2026. Mietvertrag Wohnung. Krankenkasse
Karte. Klare Namen sparen Zeit. Sparen, nicht verschwenden. Auch Verträge brauchen Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Attention. Ein Vertrag kann klein aussehen, aber lange wirken. Wirken bedeutet Einfluss haben. Handyvertrag. Internet. Fitnessstudio. Streaming. Versicherung. Manche Verträge laufen 1 Jahr oder 2 Jahre. Laufzeit. Die Zeit, in der der Vertrag gilt. Manche verlängern sich automatisch. Automatisch. Von selbst. Wenn du nicht kündigst, zahlst du weiter. Deshalb lies Preis, Laufzeit, Kündigungsfrist. Kündigungsfrist. Zeit vor dem Ende, in der du kündigen musst. Eine einfache Lösung. Vor dem Unterschreiben fotografieren. Fragen. Schlaf eine Nacht darüber. Eine Nacht schlafen. Nicht sofort entscheiden, wenn du unsicher bist. Unsicher. Du weißt nicht. Sag, ich möchte das zuerst prüfen. Prüfen. Checken. Das ist erwachsen und normal. Vielleicht kommt irgendwann ein Tag, an dem alles zu viel ist. Zu viel. Du hast schlecht geschlafen. Der Zug hat Verspätung. Verspätung. Später als geplant. Auf der Arbeit verstehst du eine Anweisung nicht. Anweisung. Instruction. Dann kommt ein Brief. Dann ist das Konto niedrig. Dann regnet es. Dann ruft Familie an und fragt, ob alles gut ist. Du sagst, ja, alles gut. Aber es ist nicht alles gut. Innen ist es schwer. An solchen Tagen brauchst du keinen großen Lebensplan. Nur einen kleinen Notfallplan. Notfallplan. Plan für schwere Momente. Erstens, trinken. Wasser. Tee. Zweitens, essen. Etwas Einfaches. Brot. Suppe. Reis. Drittens, Körper beruhigen. Duschen. Spazieren. Atmen. Viertens, eine Person kontaktieren. Eine Nachricht. Heute ist schwer. Kannst du kurz schreiben? Kurz schreiben reicht. Fünftens, eine Sache erledigen. Nur eine. Nicht 10. Eine Sache. Dann Pause. Pause ist kein Scheitern. Scheitern bedeutet nicht schaffen. Pause ist Teil des Weges. Wenn du Auto fährst, brauchst du manchmal Tankstelle. Tankstelle. Ort für Benzin oder Energie. Menschen brauchen auch Tankstellen. Schlaf, Essen, Freundlichkeit, Ruhe, Natur, Musik, Gebet, Bewegung, Gespräch. Das sind menschliche Tankstellen. Ein gutes Wort ist Würde. Würde. Dignity. Dein Wert als Mensch. Würde bleibt, auch wenn dein Deutsch schlecht ist. Würde bleibt, auch wenn dein Konto leer ist. Würde bleibt, auch wenn du Hilfe brauchst. Würde bleibt, auch wenn du neu bist. Niemand
darf dir deine Würde nehmen. Du darfst klein anfangen und trotzdem würdevoll sein. Würdevoll bedeutet mit Achtung, mit innerer Stärke. Ein anderes gutes Wort ist Zugehörigkeit. Zugehörigkeit bedeutet, ich gehöre irgendwo dazu. Das kommt nicht immer sofort. Manchmal kommt es in kleinen Momenten. Der Bäcker erkennt dich wieder. Erkennen. Wissen, wer jemand ist. Die Nachbarin sagt deinen Namen. Ein Kollege fragt, wie dein Wochenende war. Du findest deinen Weg ohne App. Du verstehst einen Witz. Du hilfst jemand anderem auf Deutsch. Plötzlich denkst du, ich bin nicht mehr ganz fremd. Nicht ganz. Ein bisschen angekommen. Ankommen ist kein einzelner Tag. Kein Stempel im Pass. Kein Termin im Amt. Kein Termin im Amt. Kein Termin. Kein Termin. Kein. Ankommen ist ein Prozess. Prozess. Etwas, das Schritt für Schritt passiert. Du kommst an, wenn du den Supermarkt kennst. Du kommst an, wenn du weißt, welche Bahn du nehmen musst. Du kommst an, wenn du deinen ersten Lieblingsort findest. Lieblingsort. Ein Ort, den du besonders magst. Ein Park. Eine Bank. Eine Straße. Ein Café. Ein Fenster in deinem Zimmer. Du kommst an, wenn du dich traust, zu sagen, das ist jetzt auch ein Teil meines Lebens. Zum Schluss gehen wir noch einmal ruhig durch die wichtigsten Wörter. Orientierung. Wissen, wohin du gehst. Briefkasten. Wichtige Post. Telefonieren. Schwer, aber übbar. Anmeldung. Adresse offiziell machen. Konto. Geld organisieren. Essen. Körper und Heimat. Hunger. Ernst nehmen. Hilfe. Erlaubt. Wohnung. Geduld und Kontakte. Arbeit. Sprache und Verantwortung. Regeln. Beobachten und fragen. Einsamkeit. Kontakt suchen. Winter. Licht planen. Identität. Deine eigene Antwort finden. Würde. Dein Wert bleibt. Zugehörigkeit. Langsam entstehen. Du musst nicht alles heute lösen. Lösen. Ein Problem fertig machen. Du musst nicht perfekt Deutsch sprechen. Du musst nicht alle Regeln kennen. Du musst nicht immer stark sein. Du brauchst nur den nächsten kleinen Schritt. Ein Anruf. Ein Wort. Eine Frage. Eine Liste. Eine Mahlzeit. Ein Spaziergang. Eine Nachricht. Ein Termin. Ein freundlicher Satz zu dir selbst. Sag zu dir, ich bin neu, aber ich lerne. Ich bin müde, aber ich gehe langsam weiter. Ich habe Fragen, aber ich darf fragen. Ich habe Hunger, aber ich darf Hilfe suchen. Ich habe Angst, aber ich habe auch Mut. Mut. Ein kleines Feuer im Herzen. Nicht
laut, nicht groß, aber warm. Dieses Feuer sagt, weiter. Noch ein Schritt, noch ein Tag, noch ein Wort. Deutschland kann kompliziert sein. Kompliziert. Nicht einfach. Aber kompliziert bedeutet nicht unmöglich. Unmöglich. Nicht machbar. Es ist machbar. Mit Zeit. Mit Hilfe. Mit Ordnung. Mit Sprache. Mit Menschen. Mit Pausen. Mit Geduld. Mit dir. Du bist der Mensch, der diesen Weg geht. Dein Weg muss nicht aussehen wie der Weg von anderen. Er darf langsam sein. Er darf Kurven haben. Kurve. Nicht gerade. Manchmal links. Manchmal rechts. Manchmal zurück. Dann wieder vorwärts. Vorwärts. Nach vorne. Wichtig ist nicht, dass du nie fällst. Fallen. Auf den Boden kommen. Wichtig ist, dass du wieder aufstehst. Aufstehen. Widerstehen. Wiedergehen. Und wenn du heute nur eines mitnimmst, dann nimm diesen Satz mit. Ein neues Leben entsteht nicht an einem Tag. Es entsteht durch viele kleine Tage. Viele kleine Entscheidungen. Viele kleine Lösungen. Viele kleine mutige Momente. Moment. Ein kurzer Teil der Zeit. Heute ist ein Moment. Morgen ist ein neuer Moment. Und jeder Moment kann ein kleiner Anfang sein. Kleiner Anfang. Ruhiger Anfang. Echter Anfang. Dein Anfang.